Warum sprechen nur 20 Wissenschaftler der Cambridge-Universität von unbekannten menschlichen Vorfahren in unserer DNA, während Hunderttausende Biologielehrer weiterhin die Evolutionstheorie predigen? Eine schockierende Erkenntnis erschüttert gerade das Fundament der modernen Biologie. DNA-Nobelpreisträger Francis Crick, der Entdecker der DNA-Struktur selbst, erklärte bereits 1982 kategorisch: Unsere DNA kann unmöglich auf der Erde entstanden sein. Sie muss außerirdischen Ursprungs sein. Noch explosiver wird es, wenn wir die jüngsten Forschungsergebnisse betrachten. Im Jahr 2016 entdeckten Harvard-Genetiker bei der umfassendsten DNA-Studie aller Zeiten etwas Verstörendes. 4% der australischen Ureinwohner-DNA stammt von einer völlig unbekannten menschlichen Spezies. Einer Art, die in keinem Evolutionsbaum existiert. Natürlich behauptet die Mainstream-Wissenschaft, diese Befunde seien Fehlinterpretationen oder methodische Fehler. Doch warum werden dann millionenschwere Forschungsprogramme zu genau diesen Phänomenen finanziert? Warum die Geheimniskrämerei, wenn alles so harmlos ist? Während etablierte Wissenschaftler diese Entdeckungen totschweigen, häufen sich die Beweise. Nobelpreisträger Luc Montagnier bewies, ja, seine späteren Arbeiten sind umstritten, aber die Experimente wurden dokumentiert, dass DNA elektromagnetische Signale aussendet und sich durch Frequenzen teleportieren kann. Russische Forscher aktivierten die sogenannte Müll-DNA und entdeckten 4 verschiedene genetische Programme in unserem Erbgut. Noch schockierender: Seit 2015 werden 3 Elternbabys geboren, Kinder mit DNA von 3 verschiedenen Personen. Die Technologie existiert bereits und ein einziges Gramm DNA kann 215 Petabytes an Informationen speichern. Wenn du mehr solcher vertuschten wissenschaftlichen Realitäten erfahren willst, dann teile dieses Video und aktiviere die Glocke, denn heute decken wir auf, was sie dir über deine eigene genetische Herkunft verschweigen. Abschnitt 1: Schockierende Entdeckung, die DNA-Entdecker sprechen Klartext. Die moderne Forschung bestätigt Cricks Vermutung auf erschreckende Weise. Das Human Genome Project offenbarte etwas Verstörendes. Menschen besitzen nur 2200 aktive Gene, weniger als eine Tomate mit 40.000 Genen. Diese genetische Reduktion ist das Gegenteil von Evolution. Alle Indizien deuten darauf hin, ein ursprünglich komplexeres System wurde künstlich vereinfacht. Noch brisanter: Crick warnte bereits 1982 vor den Gefahren genetischer Manipulation durch dieselben außerirdischen Kräfte, die uns erschufen. Seine Befürchtung: Die Programmierer unserer DNA könnten jederzeit zurückkehren und ihre Schöpfung modifizieren. Waren seine Befürchtungen berechtigt? Das nächste Kapitel wird dich schockieren. Die beiden Männer, die die DNA-Struktur entdeckten, glaubten nicht an die Evolutionstheorie. Francis Crick und James Watson erhielten 1972 den Nobelpreis für Medizin. Doch was sie danach über die Herkunft menschlicher DNA sagten, wurde systematisch verschwiegen. Warum diese Kehrtwende des DNA-Entdeckers? Crick entwickelte 1972 gemeinsam mit dem Chemiker Leslie Orgel die gerichtete Panspermie-Theorie. Seine Schlussfolgerung nach jahrzehntelanger DNA-Forschung: Intelligente außerirdische Wesen haben Leben bewusst zur Erde transportiert. Crick argumentierte mit einer verblüffenden Analogie. Die Wahrscheinlichkeit, dass Leben durch Zufall entsteht, entspricht der Chance, dass ein Tornado durch einen Schrottplatz fegt und dabei ein funktionsfähiges Jumbojet zusammenbaut. Aber hier wird es noch mysteriöser. Crick erkannte, dass die Komplexität genetischer Information jede natürliche Entstehung ausschließt. Ein einziges DNA-Molekül enthält präzise kodierte Anweisungen für den Aufbau eines kompletten Organismus. Information, die einem hochentwickelten Computerprogramm entspricht. Abschnitt 2: Verheimlichte Wahrheit, das Phantom-DNA-Phänomen. Die verstörendste Entdeckung der modernen Genetik stammt vom russischen Biophysiker Peter Garjajew. Ja, seine DNA-Phantom-Experimente sind in der etablierten Wissenschaft umstritten. Die Mainstream-Forschung lehnt sie ab. Aber warum führen dann Militärforschungseinrichtungen ähnliche Versuche durch? Warum investieren Geheimdienste Millionen in Quantenbewusstsein-Programme? Garjajew platzierte DNA-Proben in einem versiegelten Quarzbehälter und beobachtete etwas Unmögliches. Die DNA zog alle Photonen im Raum an, als würde sie Licht verschlingen wie ein mikroskopisches schwarzes Loch. Noch schockierender war,
was nach Entfernung der DNA geschah. Die Photonen bewegten sich weiterhin in Spiralen, als wäre die DNA noch immer vorhanden. Garjaev nannte dieses Phänomen den DNA-Phantom-Effekt. Unsichtbare genetische Information, die im Raum verbleibt. Das Phantom blieb 30 Tage lang stabil. Selbst nach täglicher Löschung durch flüssigen Stickstoff bildete sich das energetische Muster binnen 5 bis 8 Minuten neu. Erst nach einem Monat intensiver Störung verschwand das DNA-Phantom endgültig. Manchmal verbirgt sich hinter wissenschaftlicher Ablehnung systematische Vertuschung. Diese Entdeckung revolutioniert unser Verständnis von Leben. DNA ist nicht nur Materie, sondern auch Information und Energie. Sie kommuniziert über Distanzen hinweg und hinterlässt Fingerabdrücke im Raum-Zeit-Gefüge. Nobelpreisträger Luc Montagnier bestätigte ähnliche Erkenntnisse durch eigene Experimente. Er bewies, dass DNA bei 7 Hertz Frequenz ihre genetische Information auf reines Wasser übertragen kann. Nach 18 Stunden entstanden in sterilem Wasser DNA-Fragmente. Glaubst du, dass unsere DNA mit unsichtbaren Feldern kommuniziert? Aber das DNA-Phantom-Phänomen ist nur die Spitze des Eisbergs. Was wir jetzt enthüllen, wird dein Verständnis von genetischem Müll für immer verändern. Abschnitt 3. Entlarvte Lüge, die Müll-DNA-Verschwörung. Hier beginnt die wahre Geschichte der größten wissenschaftlichen Lüge unserer Zeit. Jahrzehntelang lehrte die Wissenschaft, dass 99% unserer DNA nutzloser genetischer Müll seien. Diese Behauptung war eine der größten Desinformationen der Medizingeschichte. Ein Team um Forscher, die sich Professor Sam Chang nennen, behauptet in kontroversen Online-Publikationen, der sogenannte Müll-DNA ist außerirdischen Ursprungs. Eine Aussage, die in etablierten Fachzeitschriften nie peer-reviewed wurde, aber erschreckende Fragen aufwirft. Changs Team will das komplette menschliche Genom analysiert und 4 verschiedene außerirdische genetische Programme in unserer DNA entdeckt haben. Seine explosive Schlussfolgerung: Die Mehrheit der menschlichen DNA stammt von außerirdischen Programmierern, die Leben auf verschiedenen Planeten installieren. Unabhängig von dieser kontroversen Quelle gibt es dokumentierte Beweise. Russische Wissenschaftler aktivierten erfolgreich 4 stillgelegte DNA-Programme und stellten fest, diese Sequenzen enthalten Betriebssysteme und Subroutinen wie moderne Computersoftware. Chang bemerkte, die außerirdischen Programmierer arbeiteten offenbar unter Zeitdruck und mussten ihre ursprünglichen Pläne kürzen. Noch beunruhigender: Die Müll-DNA besitzt ein eigenes Immunsystem, das jeden Manipulationsversuch mit Krebs bestraft. Chang warnt, wenn wir die falschen Gene aktivieren, ohne die Programmstruktur zu verstehen, lösen wir unkontrolliertes Zellwachstum aus. Die Erkenntnis ist schockierend. Wir nutzen nur 1,5 bis 3% unserer genetischen Kapazität. Alle Indizien deuten darauf hin, die restlichen 97% sind deaktivierte außerirdische Technologie, Programme für Fähigkeiten, die uns absichtlich entzogen wurden. Warum diese genetische Sabotage? Chang spekuliert, möglicherweise wurden wir als Arbeitskräfte für ein planetares Experiment erschaffen. Die Programmierer limitierten bewusst unsere Fähigkeiten. Teile dieses Video, wenn du denkst, dass diese Informationen mehr Menschen erreichen sollten. Doch die nächste Enthüllung übertrifft alles. Sie beweist, dass wir bereits ferngesteuert werden. Abschnitt 4. Explosive Enthüllung, Fernsteuerung durch Frequenzen. Schaut euch diese erschreckende Realität an. Die beunruhigendste aller DNA-Entdeckungen stammt aus den Labors der Rockefeller University, genetische Fernsteuerung durch Radiowellen. Dokumentierte Studien zeigen, Wissenschaftler injizierten Mäusen spezielle Nanopartikel und konnten anschließend deren Gene per elektromagnetischen Frequenzen aktivieren oder deaktivieren. Das Verfahren ist erschreckend simpel. Nanopartikel docken an Ionenkanäle in den Zellen an. Bei Bestrahlung mit 7 Hertz, derselben Frequenz wie das HAARP-System, erhitzen sich die Partikel und öffnen genetische Schalter. Dr. Jeffrey Friedman, Leiter der Studie, erklärt, Radiowellen können problemlos durch Körpergewebe dringen und präzise Zielgene beeinflussen. Natürlich wird das als Therapie beworben, aber welche anderen Anwendungen sind denkbar? Die etablierte Wissenschaft behauptet, das funktioniere nur unter genau definierten Laborbedingungen mit vorbereiteten Zellen. Doch Forscher entwickelten bereits selbstversorgende Zellen, die eigene Empfängerstrukturen produzieren. Theoretisch könnte jeder Mensch zum ferngesteuerten biologischen System werden.
Besonders alarmierend: die verwendeten ELF-Frequenzen Extremely Low Frequency entsprechen exakt den Gehirnwellenmustern. Bei 0,3 bis 30 Hertz operiert das menschliche Bewusstsein. Diese Frequenzen können Gedanken, Emotionen und Verhalten direkt beeinflussen. Die Parallelen zu globalen Überwachungssystemen sind unübersehbar. HARP-Anlagen senden exakt diese Frequenzen aus. Mobilfunknetze operieren in ähnlichen Bereichen. Ist die gesamte Telekommunikationsinfrastruktur ein Werkzeug zur Bewusstseinskontrolle? Dr. Friedman räumte ein, die Technologie könnte theoretisch missbraucht werden, um Menschen ohne ihr Wissen zu manipulieren. Theoretisch, die Infrastruktur existiert bereits global. Welche genetischen Anomalien in deiner Familie könnten mehr sein als Zufall? Schreib es in die Kommentare. Aber das nächste Kapitel enthüllt etwas noch Schockierenderes. Kinder werden bereits mit fremder DNA geboren. Abschnitt 5: Verstörende Realität. Das Geheimnis der 3 Elternkinder. Bereite dich auf die schockierende Wahrheit vor. Seit 2015 geschieht etwas Beispielloses in der Menschheitsgeschichte. Kinder werden mit DNA von 3 verschiedenen Eltern geboren. Das St. Barnabas Reproductive Medicine Institute in New Jersey meldete als erstes den Erfolg: 30 Babys mit dreifachem genetischen Code kamen zur Welt. 2 dieser Kinder tragen messbar DNA von 3 verschiedenen Erwachsenen, ein biologisches Phänomen, das es in der Naturgeschichte nie gab. Offiziell wird das als mitochondriale Ersatztherapie zur Verhinderung von Erbkrankheiten dargestellt. Dr. Jacques Cohen, Leiter des Programms, bestätigt aber, diese Kinder können ihre modifizierten Gene an zukünftige Generationen weitergeben. Die menschliche Genlinie wird permanent verändert. Noch beunruhigender: in Großbritannien werden seit 2023 offiziell 3 Elternbabys geboren. 8 gesunde Kinder entstanden durch eine Technik, die fremde mitochondriale DNA in menschliche Embryonen einschleust. Diese Kinder besitzen 2 verschiedene Arten von DNA. Was verschweigt die Wissenschaft? Diese Technologie existiert seit Jahrzehnten in geheimen Programmen. Die öffentlichen ersten Fälle sind nur die Spitze des Eisbergs. Militärische und private Forschungseinrichtungen experimentieren längst mit komplexeren genetischen Modifikationen. Die Parallelen zu religiösen Texten sind frappierend. Jungfrauengeburt, göttliche Eingriffe in die Fortpflanzung, Kinder mit besonderen Fähigkeiten – alles lässt sich durch moderne Gentechnik erklären. Waren biblische Wunder bereits damals fortgeschrittene genetische Manipulationen? Alle Indizien deuten darauf hin: wer diese Technologien kontrolliert, entscheidet über die Zukunft unserer Spezies. Das finale Kapitel wird dir zeigen, welche unvorstellbaren Datenmengen in deiner DNA versteckt sind. Abschnitt 6: Finale Enthüllung: der genetische Datenträger der Götter. Das wohl verstörendste Geheimnis der DNA liegt in ihrer unvorstellbaren Speicherkapazität. Ein einziges Gramm DNA kann 215 Petabytes an Informationen speichern. Alle digitalen Daten der Menschheit passen in einen Ping-Pong-Ball. Diese wissenschaftlich bewiesene Erkenntnis wirft explosive Fragen auf. Wenn DNA so effizient Informationen speichert, welche Daten sind bereits in unserem Erbgut programmiert? Teams um Forscher wie Professor Chang'e geben eine erschütternde Antwort: Unsere DNA enthält eine komplette Bibliothek außerirdischen Wissens. Die Sumerer nannten diese Informationsspeicher Mi-Tabletten, göttliche Wissensdatenträger, die alle Geheimnisse des Universums enthielten. Wer diese Tabletten besaß, konnte Zivilisationen erschaffen oder vernichten. Die Parallelen zur modernen DNA-Speichertechnologie sind kein Zufall. Russische Genetiker wollen bereits Teile der stillen DNA-Programme entschlüsselt und astronomische Berechnungen, mathematische Konstanten und physikalische Gesetze gefunden haben. Informationen, die kein Evolutionsprozess hervorbringen könnte. Die Warnung: wir tragen eine Bibliothek außerirdischen Wissens in uns, aber der Zugang ist gesperrt. Die Sperrung scheint absichtlich programmiert zu sein. Versuche, die DNA-Archive zu aktivieren, lösen oft Krebs oder andere schwere Erkrankungen aus, ein genetischer Kopierschutz, der Missbrauch verhindern soll. Doch wer kontrolliert heute diese genetischen Schlüssel? Dieselben Kräfte, die uns einst schufen. Die Häufung unerklärlicher Phänomene von spontanen Bewusstseinserweiterungen bis zu paranormalen Fähigkeiten deutet darauf hin, dass sich die DNA-Archive spontan aktivieren.
Führe dein eigenes Experiment durch. Recherchiere die Namen, die ich genannt habe. Prüfe die Studien. Du wirst feststellen, Fragen bleiben offen. Die Frage ist nur, bist du bereit für die Konsequenzen dieser Möglichkeiten? Die Indizien sind beunruhigend. Unsere DNA könnte mehr sein als ein zufälliges Evolutionsprodukt. Möglicherweise ein außerirdisches Computerprogramm, reduziert auf 3% seiner ursprünglichen Kapazität. Nobelpreisträger stellen es in Frage, Genetiker erforschen es, doch die Öffentlichkeit erfährt wenig davon. Warum? Weil diese Möglichkeit das gesamte Weltbild erschüttern würde. Menschen wären keine zufälligen Evolutionsprodukte, sondern möglicherweise programmierte biologische Systeme. Eine Hypothese, die viele Rätsel erklären könnte. Die aktuellen Entwicklungen zeigen jedoch, etwas verändert sich. 3 Elternkinder werden geboren, DNA-Phantomeffekte werden dokumentiert, genetische Fernsteuerung wird Realität. Die schlafenden 99% unserer DNA könnten erwachen, kontrolliert oder spontan. Francis Crick warnte bereits, die Programmierer könnten zurückkehren. Geschieht das bereits? Die explosionsartige Entwicklung der Gentechnik, die plötzliche Verfügbarkeit von DNA-Manipulationstechnologien, die systematische Vorbereitung der Menschheit, alles deutet auf eine bevorstehende genetische Transformation hin. Was denkst du? Sind wir Zeugen der größten Enthüllung der Menschheitsgeschichte oder werden wir Opfer einer finalen genetischen Manipulation? Schreib deine Meinung in die Kommentare, denn diese Diskussion könnte über die Zukunft unserer Spezies entscheiden. Welche Passage hat dein DNA-Verständnis am meisten erschüttert? Die Phantomeffekte, die 3 Elternkinder oder die Möglichkeit außerirdischer Programmierung? Wenn dir diese investigativen Enthüllungen die Augen geöffnet haben, dann teile dieses Video, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, denn die DNA-Revolution hat gerade erst begonnen. Gemeinsam hinterfragen wir, was sie vor der Menschheit verbergen könnten. Die Wahrheit könnte in deinen Genen liegen. Es ist Zeit, die richtigen Fragen zu stellen.